Studio One kann mit einem Interface aus der 100-Euro-Liga genauso gut mit Plugins aufnehmen wie ein Universal Audio Apollo mit seinen DSPs für über 2000 Euro. Stimmt das? Zumindest fast. Was dahinter steckt und wie es funktioniert, erfährst du aber auf jeden Fall in diesem Video. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und ich gebe zu, es klingt schon sehr, sehr verlockend, wenn man mit Studio One tatsächlich ohne größere Probleme, und gemeint sind hier vor allem Latenzprobleme, wenn man also in Studio One ohne größere Probleme bei der Latenz direkt mit Plugins aufnehmen könnte und vor allem, wenn es dann dabei auch noch egal ist, ob du ein Audio-Interface aus der 100-Euro-Liga oder aus der 2000-Euro-Liga dein eigen nennst. Und dabei geht es dann noch nicht mal unbedingt nur darum, direkt den fertigen Sound aufzunehmen mit Equalizer, Kompressor oder was dir sonst noch so gut gefällt. Bei vielen Aufnahmen, vor allem bei Gesang, ist es sehr, sehr wichtig, wenn man dafür sorgen kann, dass Sängerin oder Sänger sich vor dem Mikro auch bei einem richtig dichten Arrangement immer perfekt hören und wohlfühlen können. Denn wer sich gut hört, der singt besser, sauberer und ist auch selbstbewusster. Und das hörst du dann auf jeden Fall im fertigen Track. Klar wirst du jetzt sagen, dass im Heimstudio das nur möglich ist mit Audio-Interfaces mit eingebauter DSP-Power, wie eben so einem Universal Audio Apollo oder ähnlichen. Bei denen kann man nämlich tatsächlich mit Plugins aufnehmen, mit Super-Plugins sogar aufnehmen und das Ganze ohne Latenz und sich dann auch noch entscheiden, ob man mit Plugins aufnehmen möchte oder ob man die Plugins einfach nur für den Monitor-Mix von Sängerin oder Sänger haben möchte. Das ist zwar grundsätzlich richtig und Studio One ist beim Aufnehmen mit Plugins auch nicht zu 100% latenzfrei, das gebe ich zu, aber immer noch so gut, dass es richtig Spaß macht, direkt mit Plugins aufzunehmen. Und zwar egal, ob du dich dabei direkt auf den Aufnahmesound festlegen willst, ob es dir vielleicht nur um den perfekten Monitoring-Sound geht oder vielleicht sogar beides. Was du dafür einstellen musst und vor allem wie einfach es tatsächlich ist, das zeige ich dir jetzt drüben in der Session. Und falls du zwischendurch feststellen solltest, dass dir dieses Video weiterhilft oder vielleicht sogar Zeit spart, dann zeig's mir doch über einen Daumen nach oben. Und falls du vielleicht sogar meinst, dass du dich beim Mixen noch konsequenter weiterentwickeln möchtest, dann informier dich doch gerne mal hier oben über den Recording-Blog Premium-Bereich, in dem du dann noch viel mehr Infos, Songs zum selber mischen und wirklich ausführlichste Mix-Tutorials findest und außerdem auch noch jede Menge netter Kollegen in der Recording-Blog-Familie, damit du demnächst nicht mehr alleine im Mixnebel stochern musst. Alle Infos, wie gesagt, hier oben und wir gehen jetzt mal rüber in die Session, also ab dafür. So, da sind wir schon in der Session und natürlich müssen wir zwei Probleme erstmal beheben. Wir müssen zum einen dafür sorgen, dass wir möglichst geringe Eingangs- und Ausgangslatenz haben bei unserem System und zum zweiten dafür sorgen, dass dann auch die Plugins an die richtige Stelle geladen werden, wo sie dann also ihr Wunderwerk bei der Aufnahme machen sollen. Die Latenz ist ganz einfach einzustellen, das wird im Audiotreiber bei Studio One eingestellt und die findest du hier tatsächlich bei den Einstellungen. Gehen wir mal drauf und hier siehst du, dass das Audio-Interface schon eingestellt ist. Es ist heute das Scarlett 2i2 USB, was ich hier angeschlossen habe. Das hat 2 Eingänge, 2 Ausgänge und du siehst, dass jetzt hier die Geräteblockgröße oder die Buffer-Size mit 512 Samples eingestellt ist. Das sorgt dafür, dass wir bei der Verarbeitung von unserem Mix normalerweise keine Probleme mit irgendwelchen Rechnerschwierigkeiten kriegen, die dann dafür sorgen, dass Plugins vielleicht nicht zeitgenau richtig berechnet werden können und dass es dann Klicks gibt oder sonst was irgendwie. Also hier eine Puffer-Size einstellen und eine Geräteblockgröße einstellen, mit der du einfach sicherstellen kannst, dass dein Rechner immer genügend Reserve hat, um ohne Ausfälle oder sonst was alles berechnen zu können, was in deinem Mix stattfindet. Das Problem ist nur, dass diese Geräteblockgröße natürlich dafür sorgt, dass wir auch eine große Eingangs- und Ausgangslatenz haben. Bei der Latenz handelt es sich ja darum, dass das Signal aus dem Mikro erstmal ins Audio-Interface rein muss, Audio-Interface in Studio One. Studio One berechnet werden muss, dann wieder durchs Audio-Interface und dann auf den Kopfhörer drauf. Und dabei gibt es so einen Rundlauf vom Signal und der wird hier mit der Eingangs- und Ausgangslatenz hier gemessen. Irgendwie, das sind jetzt im Moment hier sogar 30 Millisekunden. Und wenn wir hier mal auf die Verarbeitung gehen, dann siehst du hier sogar die Mithörlatenzen, die hier angezeigt werden. Die Audio-Umlaufzeit ist 53 Millisekunden aktuell. Das heißt, das müssen wir reduzieren, indem wir jetzt einfach mal unsere Buffer-Size, die Geräteblockgröße mal runterstellen. Stellen wir mal hier auf, was weiß ich, auf 128 Samples. Dann geht sie runter von 14 auf 6 Millisekunden. Schon mal gut. Und jetzt gucken wir mal, wie sich die Umlaufzeit verändert hat. Verarbeitung wieder. Und dann siehst du hier, dass sich die Umlaufzeit gar nicht geändert hat. Aber wir haben ein neues Feature hinzubekommen und zwar diesen Niedriglatenzmodus jetzt, der da freigeschaltet wurde, indem wir jetzt diese geringere Blockgröße eingestellt haben, diese geringere Buffer-Size eingestellt haben. Und dieser Niedriglatenzmodus ermöglicht es uns jetzt zumindest beim Eingangssignal das zu hören, dass es relativ ohne
größere Latenz quasi auf unseren Ohren wieder landet. Und hier sind jetzt 15 Millisekunden Umlaufzeit eingestellt. Das heißt, 15 Millisekunden ist durchaus schon ein Bereich, wo man sagen kann, das hören einige Leute schon gar nicht. Also die Zeit vom Mikro durch den Rechner wieder zurück aufs Ohr, 15 Millisekunden, schon mal gut. Geht aber noch niedriger, hängt so ein bisschen von der Power von deinem Rechner ab. Wir stellen mal hier 32 Samples ein. Da musst du dann wirklich mal ein bisschen rumtesten, wo du noch ohne Knackser und Ausfälle aufnehmen kannst. Das also auf jeden Fall vorher ausprobieren. Stell mal 32 Samples ein, damit ist die Eingangslatenz bei 4 Millisekunden, Ausgangslatenz auch bei knapp 4 Millisekunden. Bei der Verarbeitung wird uns jetzt für den Niedriglatenzmodus hier 8,6 Millisekunden angezeigt. Das ist großartig, das ist gefühlt fast nichts. Einige Leute werden das sicherlich ein bisschen störend wahrnehmen. Zwischen Kopfresonanz und dem, was auf dem Ohr landet, ist immer dann hier 8,6 Millisekunden Verzögerung. Aber im Prinzip kann man damit wunderbar schon arbeiten. Das ist also nahezu latenzfrei. Wunderbar. Dieser Niedriglatenzmodus wird also angeboten, wenn man mit geringeren Geräteblockgrößen oder Buffer-Sizes arbeitet. Und das machen wir jetzt einfach mal, stellen wir mal so fest ein hier. Danach bitte nicht vergessen, nach dem Aufnehmen hier wieder einen größeren Wert einzustellen bei der Geräteblockgröße, bei der Buffer-Size, damit du dann wieder ohne Probleme mit mehreren Plugins auch deinen Mix gestalten kannst quasi. Also jetzt hier für die Aufnahme 32 Samples und das bestätigen wir mal mit OK. Und wie dir vielleicht aufgefallen ist, siehst du jetzt hier unten rechts beim Hauptbus, beim Mainbus, siehst du jetzt dieses Z, was dazugekommen ist. Und damit kannst du dann quasi diesen Niedriglatenzmodus aktivieren. Das machen wir jetzt auch mal. Das Z wird dann grün und schon hast du den Niedriglatenzmodus zumindest fürs Mithören von Eingangssignalen schon mal aktiviert. Super. Punkt 1 abgehandelt. Wir haben eine niedrige Latenz eingestellt und wir haben den Niedriglatenzmodus für Aufnahmen aktiviert. Aber wo kommen denn jetzt eigentlich die Plugins rein? Ist die nächste Frage und das müssen wir auch klären. Die Plugins kommen im Prinzip direkt auf den Eingangskanal drauf, aber der wird jetzt hier standardmäßig gar nicht angezeigt. Hier im Mixer siehst du eigentlich standardmäßig erstmal nur die Spuren, die du oben im Arrangement hast. Wenn du dir also die Eingänge anzeigen lassen möchtest, dann klickst du hier einfach mal auf den, wo die ganzen Einstellungen hier sind, klickst du auf Eingänge und wenn du da drauf klickst, zack, werden hier die Eingangskanäle angezeigt, die hier aktiv sind. Ne? Wir haben das 2i2 von Focusrite, das hat 2 physische Eingänge, nämlich 2 Mikrofoneingänge. Die sind jetzt hier auch schon drin und wenn du dann noch weitere Eingänge hinzufügen möchtest, kannst du das mit einem Rechtsklick hier auf einen der Kanalzüge hier unten einfach Audio I/O wählen und schon kriegst du den Dialog, wo dann angezeigt werden, welche Eingänge du zur Verfügung hast an deinem Interface oder an deinen Interfaces, wenn du mehrere hast und dass du dann hier verschiedene Eingangskanäle aktivieren kannst. Ich füge mal einen hinzu, kann ich dir ja mal zeigen, wie das geht. Wir fügen einfach mal hier mit dem Mono hinzufügen, einen Mono-Kanalzug hinzu und du siehst, dass man hier den Eingangskanal, der jetzt hier zugekommen ist, ich nenne ihn mal Eingang 3, dass man dem sogar einen physischen Eingang zuweisen kann, obwohl der schon einmal belegt ist. Das heißt, wir können hier einen weiteren Eingang machen, der trotzdem auch das Eingangssignal von unserem ersten Mikrofonvorverstärker am Audiointerface bekommt. Das lasse ich mal so stehen. Kann nämlich gleich noch hilfreich werden. Du wirst gleich verstehen, was ich damit meine. Eingang 3 merken wir uns mal für den Hinterkopf und haben damit jetzt auf jeden Fall schon mal sichergestellt, dass wir hier unsere Eingangskanäle angezeigt werden. Wo kommen aber jetzt die Plugins hin, wirst du dich fragen. Die kommen im Prinzip genau dahin, wo sie bei normalen Kanälen auch hinkommen. Wenn du hier die normalen Kanäle aus deinem Arrangement siehst, kannst du ja hier mit diesen Pfeiltasten hier einstellen, wo die Plugins angezeigt werden. Entweder oberhalb, mit diesem Klick hier, siehst du, dann werden die oberhalb vom Kanalzug angezeigt oder du gehst hier auf diesen Breit-Schmal-Schalter. Ich habe den immer auf Breit stehen und kann sie dann quasi mit einem Klick hier auf dieses kleine Symbol hier unten rechts auf der Seite oder auf mit einem Doppelklick auf den Kanalzug hier anzeigen lassen. Und du siehst, da sind schon eine ganze Menge Plugins hier zum Beispiel bei der Akustikgitarre reingeladen, aber die kann ich dann ausblenden, wenn ich sie nicht sehen möchte und vor allem, wenn die nicht oberhalb des Faders angezeigt werden, dann müllen sie mir auch meinen Bildschirm nicht zu. Das ist für mich der große Vorteil an der Stelle. Also Doppelklick werden die Plugins angezeigt, Doppelklick werden sie wieder nicht angezeigt und wenn du dir bei den Eingangskanälen doppelt draufklickst, wirst du sehen, auch hier kommt tatsächlich so ein Eingangsbereich rein, wo man Plugins reinladen kann. Super praktisch. Hier oben wird es auch angezeigt, Inserts, und da kannst du jetzt entweder über einen Klick auf das Plus hier oder eben über den Browser auf der rechten Seite hier unten rechts kannst du dir die Plugins hier rüberziehen und dann werden sie quasi direkt auf deinen Eingangskanal gerechnet. Und ich habe das für unseren für den Analog in 1 schon mal vorbereitet.
Wie du hier siehst, sind hier schon 3 Plugins drauf. Jetzt ist allerdings noch eine kleine Hürde zu nehmen. Denn es wäre ja doof, wenn die Plugins, die wir jetzt auf unserem Eingangssignal benutzen, wenn die jetzt unsere Niedriglatenzstruktur wieder sabotieren, also kaputt machen. Ne? Wir haben jetzt hier gerade eingestellt, dass wir 8,6 Millisekunden Rundlauflatenz haben fürs Mithören von unserem Mikrofon. Aber wenn du jetzt ein Plugin drauflädst, was von sich aus schon mal 20, 30 Millisekunden mitbringt, weil es so lange braucht, um berechnet zu werden, dann bist du halt trotzdem wieder bei 45 Sekunden, bei 8,6 plus 30, sagen wir mal, bist du bei 38, knapp 40 Millisekunden, ist auch wieder nicht machbar. Also gilt es darauf zu achten, Plugins zu nutzen, die keine größere Latenz mitbringen. Und das kannst du ganz einfach überprüfen, indem du hier unten links mal auf den Leistungsknopf draufklickst. Hier unten wird ja die Leistung von deinem Rechner angezeigt, klicke ich mal doppelt drauf und dann gibt es ein Fenster, was neu eingeblendet wird, die Leistungsanzeige. Und da wird hier nicht nur auf der oberen linken Seite angezeigt, was dein Rechner kann oder welcher Cache gerade verwendet wird, also welcher Cache-Speicher verwendet wird, sondern eben auch hier die Plugins hier unten, die alle verwendet sind, unter anderem aber auch mit Angabe der Latenz, die durch die Plugins hinzugefügt wird. Studio One gleicht die normalerweise intern aus, aber beim Niedriglatenz-Vorhören von unserem Mikrofonsignal ist es natürlich schon wichtig, dass wir da keine Plugins nutzen, die größere Latenzen mitbringen. Da helfen dir vor allem die Plugins, die bei Studio One mitgeliefert werden. Es gibt aber auch andere Plugins, die wenig Latenz mitbringen. Wir gucken uns das gleich mal am Beispiel an. Ich habe hier schon mal für unseren Eingangskanal jetzt auf jeden Fall mal 3 Plugins vorbereitet. Und wenn wir die mal aktivieren, warte mal, jetzt zeigt dir nochmal die Leistungsanzeige, dann siehst du, dass die hier tatsächlich auch von sich aus kaum Latenz mitbringen. Also der Fat-Channel, den ich hier reingeladen habe, 0 Millisekunden, das ist ein Equalizer. Dann habe ich hier den Open Air für ein bisschen Hall, für ein bisschen Geschmack beim Einsingen und ein Limiter fürs Lautmachen. Ja, der bringt 1,5 Millisekunden mit. Das heißt also, mit unserer Rundlaufzeit zusammen sind wir dann bei ungefähr 10 Millisekunden Latenz. Da kann man noch einigermaßen charmant mit einsingen. Aber ich habe dir ja gesagt, dass man auch externe Plugins nehmen kann, die nicht von Studio One sind. Nehmen wir mal hier den beliebten 1176 Kompressor hier von Waves, den schieben wir mal hier direkt hinter den Equalizer. Da siehst du hier den CLA 76, den ich jetzt ausgewählt habe. Und auch der, wenn wir den mal zur Seite schieben, siehst du, hier ist der CLA 76. Auch der bringt 0 Millisekunden Latenz mit, ist also leicht und einfach vom Rechner zu berechnen. Wunderbare Geschichte. Das heißt, mit dem können wir jetzt auch hier unser Eingangssignal schön komprimieren. Und ich zeige dir mal, was die einzelnen Plugins machen und aktiviere die mal und spreche währenddessen jetzt auch mal in unser Mikrofon rein. Damit ich das machen kann, muss ich allerdings den analogen Eingang noch eben hier auf Mithören stellen, hier bei unserem Kanalzug. Ich habe hier einen Kanalzug, wo jetzt das Signal, was wir jetzt hier mit den Plugins bearbeiten, dann auch aufgenommen wird. Ne? Dann hier ein Kanalzug, der jetzt einfach hier oben im Arrangement angezeigt wird. Und das ist hier oben eingestellt mit analog in 1. Wir machen noch einen zweiten Kanalzug mal daneben, den nehmen wir mal auf das unbearbeitete Signal auf Eingang 3. Du siehst hier auf Eingang 3, den wir ja gerade angelegt haben, sind keine Plugins drauf und auf Eingang 1 sind jetzt hier die Plugins drauf. Beide, wenn ich das Mikrofon mal aktiviere, zeigen jetzt hier einen Pegel an. Wenn ich hier mal schnipse, siehst du, dass auf beiden erstmal das unbearbeitete Signal drauf ist, sodass man hier auf jeden Fall auf beiden das gleiche erstmal drauf hat. Aber auf dem Analog 1 Kanal wollen wir jetzt Plugins drauf machen. Also machen wir das mal. Machen wir mal hier einen Equalizer, habe ich aus dem Fat-Channel rausgenommen, einfach so eine Neve-Nachbildung, der so ein bisschen das Signal untenrum ein bisschen aufräumen soll, hier ein bisschen bei 360 Hertz absenkt, ein bisschen bei 7,2 Kilohertz anhebt und ein bisschen die Höhen anhebt, einfach für den Geschmack, damit es ein bisschen charmanter am Ohr klingt. Den aktivieren wir mal. Dann machen wir daneben den 1176, den können wir mal passend einstellen jetzt hier. Das mache ich mal direkt am Mikrofon einstellen. Mal reinsprechen. Hey, 1, 2. Den stellen wir jetzt so ein, dass der ungefähr so 7 bis 10 Dezibel komprimiert. Dazu einfach hier eben kurz die Standardeinstellung, Attack-Zeit, mittlere Attack-Zeit, schnelle Release-Zeit. Habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, wo ich genau gezeigt habe, wie ich den 1176 einstelle. Das kann ich dir hier oben mal einblenden. Und jetzt einfach mit dem Input so regeln, dass wir hier quasi 7 bis 10 dB Eingang bekommen, also Eingangskompression. Hey, hey, 1, 2, hey, 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 1, 2. So siehst du. Und das, was wir jetzt hier hochgedreht haben, drehen wir hier einfach wieder runter, damit wir nicht zu laut rauskommen. Wo sind wir hier? Von ungefähr 8 dB draufgedreht. Dann drehen wir hier mal ungefähr 8 dB wieder runter. Müsste hier ungefähr so sein. Hey, 1, 2, ich setze auch mal einen Kopfhörer auf, dann kann ich auch mal direkt hören, was am Start ist. Falls du nichts hören solltest auf deinem Kopfhörer, jetzt während wir das einstellen, also du, wenn du das zu Hause nachmachst, dann musst du auf dem Eingangskanal hier das Mithören aktivieren. Dann, warte,
So, jetzt. Jetzt kannst du auch hören, was hier tatsächlich passiert. Ich kann ja die Plugins nochmal kurz ausmachen, die wir gerade gehabt haben hier. Machen wir mal alle aus und dann gebe ich sie Stück für Stück dazu. Also, machen wir erst den Fat-Channel für ein bisschen. Ich spreche mal direkt hier in das Mikrofon rein, damit du auch direkt hören kannst, was hier tatsächlich am Start ist. Muss die Maus ein bisschen verschieben, ja, nicht durcheinander kommen. Ein bisschen eng hier. Also, ich spreche mal in die Kamera hier rein. Also, wir aktivieren mal unseren Fat-Channel. So. 1, 2, hey, hey, hey. Ohne. 1, 2, hey, hey, hey. Mit 1, 2, hey, hey, hey. Jetzt der 1176 fürs Komprimieren. Hey, 1, 2. Jetzt wird es stark komprimiert. Ich kann vielleicht noch mit ein bisschen Pegel rausgehen. 1, 2, hey. Einmal aus. Hey, hey. Einmal an. Hey, hey. Dann ein bisschen Hall für den Geschmack. Nehmen wir mal ein bisschen Hall dazu. Habe ich in Open Air genommen hier von Studio One. Hey. 1, 2, das ist die Stimme des Gottes vom Aufnehmen oder so ähnlich. Und dann habe ich, weil wir es ja gut hören wollen gegen das Playback, noch einen Limiter hinten dran gepackt, mit dem man es so richtig schön, jetzt wird es aber richtig laut, ne? Richtig laut machen kann. Musst du aufpassen, dass du nicht übertreibst so. Und jetzt hast du einen richtig lauten Pegel und zwar genau dann, wenn ich leise spreche, ist es der gleiche Pegel, als wenn ich laut spreche. Das heißt, Kompressor und Limiter sorgen dafür, dass hier tatsächlich das Signal jetzt immer stabil auf dem Ohr bleibt und wir einen stabilen Aufnahmepegel bekommen, der ja jetzt, gehen wir wieder auf die Kamera, der ja jetzt hier auf dem Kanalzug hier aufgenommen wird, sobald ich hier die Aufnahme aktiviere. Ich mache mal jetzt hier stelle mal scharf und unseren Kanal mit dem Eingang 3, wo das unbearbeitete Signal drauf ist, schalte ich auch mal auf scharf. Den schalte ich aber nicht auf mithören, weil wir haben ja das Signal schon auf dem Ohr und können jetzt im Prinzip, du siehst jetzt auch die unterschiedlichen Pegel hier schon, die hier sind. Auf der einen Seite hier, wenn ich hier reinspreche, das voll komprimierte mit Hall versehene Signal und auf der rechten Seite das komplett unbearbeitete Signal, was wir hier haben. Also wirklich zwei Unterschiede. Das ist auch so ein Backup-Aufnahme quasi nochmal. Wir machen mal eine Probeaufnahme jetzt einfach, ne? Ja, los geht's. Ich weiß nicht, ob du es verstehen kannst, die Veränderungen, die über mich kamen, die letzten Tage. Hatte ich Angst, dass ich abkomme von meinem Pfad. So habe ich alte Geschichten und Lieder gesungen, die mir klar gemacht haben, woher ich doch komme. Und das ist der Grund, warum ich mich von dir so weit weg fühl wie heut. Aber lass mich dir sagen, ich lieb dich, dass ich an dich denke all die Zeit. Münsterland, ja, du rufst mich und jetzt komm ich wieder heim. Wenn ich ein Fremder werden sollte, mehr als traurig es mich macht. Münsterland ist doch alles, was ich jemals hab. Sehr geil, sehr geil. Also, wie du schon sehen konntest, ich konnte mich perfekt hören, wie du hören konntest. Ich konnte mich perfekt hören mit dem vorbereiteten Signal, was ich auf dem Ohr hatte und kann den Kopfhörer jetzt mal wieder absetzen. Mit dem perfekten Signal auf dem Ohr konnte ich mich jetzt perfekt hören und konnte auch die leisen Teile schön kontrolliert singen und dafür sorgen, dass ich immer die volle Kontrolle habe. Gleichzeitig haben wir auf 2 Spuren aufgenommen. Einmal auf der bearbeiteten mit den Plugins quasi, ohne Latenz und einmal komplett ohne Plugins ein sauberes Kontrollsignal. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Ich mache mal hier von unserem Comping die einzelnen Ebenen kurz aus, die brauchen wir nicht. Den Mixer können wir auch ausmachen, den brauchen wir nicht. Und du siehst jetzt hier, wenn ich hier reinzoome, dass wir hier tatsächlich einmal das komplett vorbearbeitete Signal haben und einmal das Signal, was wir hier ohne sämtliche Plugins aufgenommen haben. Die sind im Pegel natürlich komplett unterschiedlich, ist ja logisch. Das eine ist voll vorkomprimiert mit dem Equalizer, Hall und Limiter besetzt gewesen und das andere Signal war hier komplett unbearbeitet. Aber wir können mal hin und her schalten zwischen den beiden und damit du auch hören kannst, dass es sich tatsächlich um 2 unterschiedliche Signale handelt, schalten wir jetzt einfach mal hier nur die Solos von den Stimmen zueinander. Hier, so klingt's. Ich weiß nicht, ob du es verstehen kannst, die Veränderungen, die über mich kamen, die letzten Tage. Hatte ich Angst, dass ich abkomme von meinem Pfad.
So habe ich alte Geschichten und Lieder gesungen, die mir klar gemacht haben, woher ich doch komme, und das ist... Also, hat geklappt. Wir haben aufgenommen mit Plugins im Niedriglatenzmodus, und zwar so, als wenn es wie bei der Apollo auch Plugins drauf wären, aber eben so, dass man sie auf der einen Seite hier jetzt mit aufgenommen hat und auf der anderen Seite auch ein komplett unbearbeitetes Signal hat, mit dem man dann später weiterarbeiten könnte und wo man dann seine Plugins nochmal nachträglich drauf machen kann, falls einen diese Aufnahme, diese vorkomprimierte Aufnahme gar nicht interessiert. Ne? Aber du hast zumindest ein super Signal auf dem Ohr gehabt vom Sänger und du hast dann gleichzeitig nochmal eine Aufnahme ohne Plugins. Also mit anderen Worten, mehr geht nicht. Du kannst auf der einen Seite den Niedriglatenzmodus so aufnehmen, dass du es direkt mit Plugins und allem hören kannst. Auf der anderen Seite eine völlig saubere, unbearbeitete Aufnahme machen. Das Ganze in Studio One im Niedriglatenzmodus. Danach nicht vergessen, das Ganze noch wieder auszuschalten. Das heißt also Niedriglatenzmodus hier unten rechts wieder ausschalten, nicht vergessen. Und natürlich hier bei der Geräteblockgröße oder bei der Buffer Size wieder hoch auf 512 Samples draufgehen, dann kannst du deine Eingänge ausblenden und kannst hier die Plugins auch mal sicherheitshalber ausmachen, damit sie keine Processing Power brauchen, und zack, hast du perfekt aufgenommen und kannst mit deiner Aufnahme jetzt weiterspielen, entweder mit dem mit der vorbehandelten Gesangsaufnahme oder eben mit der unbehandelten, wie du auch immer möchtest. Alle Möglichkeiten stehen dir offen. Studio One gibt dir die Möglichkeit auf jeden Fall. Und wenn dir dieses Video gefallen hat und dir auch weitergeholfen hat, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, dann zeig's mir spätestens jetzt einfach mal über einen Daumen nach oben, und wir sehen uns dann die Tage wieder zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten wie immer nur das Beste. Mach's gut und Yassou!